Heute schaue ich mir das T-Bone SCT700 Röhrenmikrofon mal näher an. Die Hausmarke von Thomann kommt mit einem wirklich günstigen Angebot für ein Mikrofon, das softe Höhen und warme Bässe verspricht daher. Mit einer gesunden Skepsis habe ich mir das Mic ausgeliehen, um Verarbeitung, Sound und Einsatzgebiete abzuchecken. Es hat einiges an Für und Wider, aber eins nach dem anderen. Übrigens habe ich natürlich das komplette Voice-Over mit dem Mikrofon eingesprochen und gehe später darauf ein, wie ich es am Ende gemixt habe, um den für mich besten Sound rauszuholen. Geliefert bekommt man für sein Geld eine ganze Menge. Als da wären das Mikrofon selbst, eine passende Spinne, ein schlichter Windschutz und das Netzteil samt Kabel, denn ohne separate Stromzufuhr gibt dieser Bolide keinen Ton von sich. Möchtest du dir das komplette Set einmal näher anschauen, findest du in der Beschreibung natürlich einen Link. Das Mikrofon und die Spinne sind gut und sauber verarbeitet und die Oberfläche in mattem Silber gehalten, eigentlich ziemlich flott. Es ist weder besonders klein oder leicht, aber dafür steckt auch eine Menge Technik darin. Sollte man es im Podcasting-Bereich nutzen wollen, ist ein stabiler Mikrofonarm unbedingt angeraten, um das SCT700 an seiner Position zu halten. Insgesamt also ein guter Job, was das Mikrofon selbst angeht, und ich frage mich, wo denn da nun tatsächlich gespart wurde, um einen solchen Ladenpreis zu ermöglichen. Das 7-polige Kabel zum Netzteil ist extrem lang und kann sowohl praktisch als auch mal schnell im Weg sein. Ein bisschen vorsichtig sollte man schon beim Anschluss sein, denn die Pins sind sehr dünn und die Robustheit eines 3-poligen XLR-Kabels ist nicht gegeben. Am Netzteil angekommen befinde ich den Schalter und die Buchsen als gut. Die Gummifüße sind auch okay, aber eines ließ mich hier doch aufmerken. An der Unterseite sind bei der Verschraubung für die Platine 2 Löcher zu viel. Das kann auf irgendeine Art bei der Herstellung einen Sinn gemacht haben, aber mir scheint es so, als hätten die Maße von Trave und Gehäuse nicht so ganz zusammengepasst. Auch die Buchsen sitzen leicht schief im Gehäuse. Es kann sich hier um ein Montagsgerät handeln, aber bei einem Neumann wäre das wohl nicht passiert. Etwas ungünstig ist auch die Tatsache, dass der Ein- und Ausgang auf der einen Seite und die Stromzufuhr auf der anderen Seite angebracht sind, wo auch der Power-Switch sitzt. Tendenziell nicht schlimm, aber so muss man immer ein Kabel um das Netzteil herumführen, was ein cleanes Setup am Arbeitsplatz schwierig macht. Als Ausgang findet man hier einen XLR-Port, der zum Aufnahmegerät geführt wird. Bevor ich den Soundcheck mache, schraube ich neugierig das Gehäuse auf und finde dort die Röhre an einer sauber verlöteten Platine vor. Als erstes spreche ich das Mikrofon aus einer normalen Distanz an. Hierbei sei erwähnt, dass es sich hier um das cleane Signal handelt, ohne IQ oder sonstige Effekte. Alles, was du jetzt hörst, kommt auch so aus dem Mikrofon heraus. Besonders interessant wird es natürlich, wenn ich näher dran bin, um einen Nahbesprechungseffekt zu erzielen. Hier merkt man schon, dass es out of the box ein gutes Pfund Wärme mitbringt und die Höhen angenehm soft ausklingen. Wie ich die Spitzen zügeln werde, zeige ich dir gleich. Ein bisschen weiter weg geht auch, bringt jedoch auch etwas mehr Raumsound mit ins Signal. Die leichte Kompression der Röhre schiebt durch die Distanz die Vocals dafür aber noch etwas gefälliger zusammen. Den Gain musste ich beim Aufnehmen übrigens nicht zu sehr beanspruchen, also ist ein Vorverstärker für das SCT700 nicht nötig. Um etwas Mikrofondisziplin kommt man jedoch auch hier nicht herum, denn bewege ich mich zu sehr beim Einsprechen, kommt selbst die Nierencharakteristik nicht hinterher. Bei einem Podcast weniger schlimm, aber für einen agilen Sänger wäre das äußerst unpassend und später schwer zu korrigieren. Hier nochmal der einfache Raumsound auf 0 Dezibel normalisiert, damit man ein Gefühl für das Grundrauschen bekommt. Dies ist aufgrund der Röhre durchaus zu hören, aber könnte durch ein Noise Gate minimiert werden. Das Mixing ist natürlich auf meine Stimme ausgelegt und sollte bei dir wahrscheinlich etwas anders ausfallen. Aber tendenziell zeige ich dir hier, wie man es machen könnte. Ich verlinke dir alle Plugins, die ich nutze, übrigens nochmal in der Beschreibung. Sie sind frei verfügbar und genügen meinem persönlichen Anspruch voll und ganz. Ich nutze am Anfang gerne einen De-Esser, der scharfe Zisch- und S-Laute vermindert. Mit dem Listen-Button kann ich sogar hören, was genau abgeschnitten wird. Als nächstes nutze ich einen Equalizer und ziehe mir dort mit einem Low-Cut die Tiefen raus, die ich nicht benötige. Dadurch kann ich auch Rumpeln und Popgeräusche reduzieren. Nicht zu viel, denn ich möchte natürlich gerne die Wärme im Bass erhalten. Um das noch etwas zu pushen, lege ich hier sogar noch eine Schippe drauf. Das Mikrofon hat es prima eingefangen, also warum nicht?
Der Roll-Off in den Höhen ist beim SCT-700 ganz gut, aber da ich weiß, dass meine Stimme hohe Frequenzen hat, die gerne etwas übermütig werden, schiebe ich diesen etwas raus, aber nur so viel, dass ich keine Brillanz einbüßen muss. Dafür hebe ich die Höhen insgesamt etwas an und senke den kritischen Bereich wieder ab. Hier habe ich etwas viel Raum im Signal und nehme die Frequenzen einfach ein bisschen zurück. Bei Vocals sollte ein Kompressor nicht fehlen, welchen ich noch durch einen Saturator ergänze. Und fertig. Ich mag den Sound, meistens. Ich habe es angeschlossen und mich im Klangteppich gleich wohlgefühlt. So viel zum reinen subjektiven Eindruck. T-Bone hat ein Mikrofon rausgebracht, welches eine angenehme Klangfärbung hat und instant eigentlich alles ein bisschen schöner macht. Das ist einerseits gut, man sollte jedoch hier und da mit EQ eingreifen, um das Signal in den Griff zu bekommen. Untenrum okay, obenrum kann es bei meiner Stimme auch schnell harsch werden, sodass Vorsicht beim EQ geboten ist. Das Problem mildert sich jedoch mit zunehmender Entfernung. Allerdings hat man auch als unerfahrener User gleich einen prima Sound, der bei Podcast, Gaming und Voice Call jedes Headset alt aussehen lässt. Das gilt auch, wenn man nicht mischen möchte. Die goldbedampfte Membran kombiniert mit Röhrencharakter spielt gut aus, wenngleich das Niveau von höherpreisigen Mikrofonen nicht erreicht werden kann. Es löst einfach nicht so fein auf und gibt im Mixing nicht die Ressourcen, die Upper-Class-Mics bieten. Beachtet man jedoch die Basics wie das Sprech- und Gesangsverhalten, die richtige Positionierung und nutzt es in einem akustisch geeigneten Raum, bietet es für kleines Geld sehr viel. Es gibt allerdings auch Leute, die in eine Blechdose singen können und es klingt immer noch fantastisch. Letztlich stellt sich die Frage, wie gut man mit der Technik umgehen kann und was man tatsächlich braucht, um seine Ziele umzusetzen. Denn hier spielt T-Bone der ambitionierten Consumer Class in die Hände und vertreibt ein Mikrofon, das ohne viel Mühen gute Ergebnisse liefert, allerdings auch mehr nach Studio aussieht, als wirklich Studio zu sein. Alternativ empfehle ich einen Blick auf dieses Video, um zu hören, was die Konkurrenz so macht. Das war's mit meiner Meinung zum T-Bone SCT-700. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Like. Und hast du noch Anmerkungen oder Fragen, immer rein in die Kommentare. Ist Recording und Musikequipment dein Ding? Lass ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.